Software. Leider Rudi kann heute leider nicht. Aber wir haben einen Deep Learning Spezialisten aus dem Silicon Valley. Ich versuche ihn einfach mal per Skype zu erreichen. Moment. Oh. Hey Arne! Schön, dass ihr geklappt habt. Ja, Arne, das wollte ich auch sagen. Hallo Hamburg! Arne, soll ich was sagen heute? Hast du eine Frage an mich? Was hast du denn auf dem Kopf? Arne, yes. Das ist eine neue Entwicklung, die wir gemacht haben, wo wir unsere Kollegen vom MIT unterstützen. Und zwar, vielleicht habt ihr das mal gehört, aber es gibt sowas wie Gedankenlesen. Das ist jetzt ein bisschen Future, aber, Freunde, mit dem Gerät, das ich hier auf meinem Kopf habe, kann ich Roboterhände steuern. Ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, mir Löcher in den Kopf zu bohren, aber dann könnte ich die Dinger direkt an meine Neuronen anschließen. Und was viel, viel cooler ist, ihr könnt Gedanken lesen. Natürlich noch nicht perfekt, aber wenn ihr in so einem MRT seid, dann können wir das aufzeichnen, was passiert in eurem Gehirn. Und mit unserem super duper Deep Neural Network, was wir gebaut haben, können wir das wieder visualisieren. Das heißt, wir können da wieder ein Bild draus machen. Das funktioniert noch nicht perfekt, aber wenn ich ganz fest an Arne denke und in diesem Gerät bin, dann wird es ungefähr so aussehen, noch nicht ganz perfekt, aber schon ziemlich gut. Aber deswegen bin ich ja heute nicht hier. Ich erzähle euch heute was über Neuronen und Deep Learning. Ich weiß nicht, ob ihr euch an eure Schulzeit erinnern könnt, da gab es Biologiebücher und da gab es diese komischen Neuronen mit ganz vielen Wörtern, mit Jan Reed und Soma und so. Mein Deutsch ist nicht ganz so gut, aber ich versuche das irgendwie hinzukriegen. Was macht dieses, das brauchen wir alles gar nicht wissen, was wichtig ist dabei. So ein Neuron hat Eingabesignale und hat genau eine Ausgabe. Und was für uns wichtig ist, weil wir es ja im Computer nachbauen, ist, was kann so ein Neuron? Und an so ein Neuron können wir eine Lampe anschließen. Und wir haben Eingänge an dieses Neuron. Und von diesen anderen Neurons schließen wir die Ausgänge an diese Eingänge von unserem Neuron an. Aber nicht direkt, sondern wir haben Drehregler. Das ist so, Arne, wie dein Dimmer zu Hause. Ne? Da machst du ja auch, da drehst du das Licht und dann wird es heller oder es wird dunkler. Das ist alles, was ein Neuron kann. Und wenn nur Strom da ist, dann leuchtet die Lampe. Jetzt werdet ihr euch fragen, was soll das? Was soll dieses Neuron in meinem Kopf? Ganz cool wird's, wenn wir ganz viele Neuronen zusammenschließen. Arne, dein Handy, das ist nicht mehr ganz neu, aber das hat so einen Kamerasensor. Und dieser Kamerasensor hat ganz viele Pixel, aber damit es ein bisschen einfacher wird, nehmen wir mal an, hätten wir 3x3 Pixel. Und wenn wir jedes von diesen Pixel an einen Neuron anschließen und die Ausgabe von jedem Neuron an so einen Dimmer und von dem Dimmer wieder an so ein anderes Neuron, so wie ihr das in meiner tollen Grafik seht, und von diesem Zwischenneuron dann wieder über einen Dimmer an das Ausgabeneuron, dann können wir Folgendes machen. Dann können wir Buchstaben und Zahlen erkennen. Stell dir vor, wir haben ganz viele Ausgabeneuron und an jedes Ausgabeneuron ist eine Glühlampe angeschlossen. Und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt tun wir unter Arnes Kamera eine Null malen auf dem Blatt Papier. Und jetzt werden erst zu Anfang alle Glühbirnen ein bisschen leuchten. Was machen wir jetzt? Jetzt drehen wir an den Reglern vorne. Wir drehen an den Reglern. Und zwar drehen wir so lange an den Reglern, bis nur die Lampe für die Null leuchtet. Wenn wir das geschafft haben, dann malen wir eine 1 auf das Blatt Papier. Und wieder drehen wir an den Reglern. So lange, bis nur die Glühlampe mit der 1 leuchtet. Ich weiß, wir müssen lange drehen. Sehr lange. Aber meine Kollegen und ich, als ich noch jung war, haben eine kleine Box entwickelt. Die Backpropagation Box. Die macht das nämlich alles für uns selbst. Und zwar gigaschnell. Wenn wir das Ding starten, das Neuron, das ist das
ungelernt. So wie wir Fahrrad lernen müssen, muss auch das Neural Netzwerk lernen. Und das heißt, wenn wir hier unsere Null-Leuchtlampe haben, dann ist so ein bisschen Strom dran, wenn wir den Null runtertun. Und jetzt guckt unsere Box nach, wie viel Strom ist denn da jetzt an dieser Glühlampe. Und wenn das nicht 220 Volt sind, sondern zum Beispiel nur 110, dann sagt sich diese Box, okay, jetzt muss ich an den Drehregler drehen, bis es ein bisschen mehr ist. Dann dreht es daran, guckt wieder nach, oh, jetzt ist es 180 Volt, jetzt drehe ich noch ein bisschen mehr und schwupp, irgendwann sind es 220 Volt. Schwupp, ist unser neuronales Netz trainiert. Okay, aber wir haben jetzt ein Bild und wir wollen wissen, wo die Buchstaben und die Zahlen sind. Also was machen wir? Wir nehmen eine echt schlechte Kamera und moven diese über dieses Bild. Das sind so diese kleinen Fenster. Ich hatte jetzt kein besseres Bild, deswegen habe ich das Ding einfach mit Menschen trainiert und habe gesagt, okay, ich schiebe das so lange rüber über das Bild, bis mein Neuron für Menschen sagt, oh ja, jetzt leuchte ich mal. Und dann weiß ich, in dem Bild ist ein Neuron. Das ist cool. Das heißt, wir fassen zusammen. Alles, was wir machen, machen wir mit Drehregler und Neuron, die feuern, wenn nur noch Spannung da ist. Stellt euch vor, in Arnes Kamera, da sind ein paar Pixel kaputt. Das heißt, die nimmt die nicht alle ab. Jetzt mache ich Folgendes. Ich schalte die Neurons anders zusammen. Und jetzt mache ich nämlich an den Ausgabeneurons einen kleinen Bildschirm rein. Und jetzt tue ich vor Arnes Kamera, die kaputt ist und wo nur noch ein paar Pixel gehen, dann male ich eine zweite runter auf meinem Blatt Papier. Und wenn ich die Drehregler richtig eingestellt habe, dann wird auf meinem Bildschirm auch wieder eine 2 erscheinen. Das ist sehr cool. Das hört sich jetzt einfach an, aber was wir damit machen können, ist unglaublich viel. Wir können Daten komprimieren, wir können Bilder rekonstruieren und ganz vielen anderen coolen Kram. Was wir noch machen können, und jetzt wird es jetzt richtig abgefahren, wir können diese neuronalen Netze zusammenschalten oder wir können sie sich ergänzen. Das heißt, ich kann nicht nur ein Bild trainieren, sondern ich gebe dem einen neuronalen Netz einen Text und ein Bild. Und dann lernt dieses neuronale Netz ein bisschen was, indem ich wieder meine Drehregler drehe. Und das andere neuronale Netz, dem gebe ich genau das Gleiche. Aber dem anderen neuronalen Netz gebe ich so ein Bild, dass man dem anderen sagen kann, dass es jetzt richtig oder falsch gemacht. Was wir dann haben, wenn das alles richtig super duper trainiert ist, dann muss ich dem einen neuronalen Netz nur einen Text sagen und es erzeugt ein künstliches Bild. So wie es sein soll und es sieht total echt aus. Oder wenn ihr mal was von Google Dream gehört habt, dann wisst ihr ungefähr, so funktioniert es. Ich weiß, ist nicht ganz so einfach zu verstehen, aber es ist total cool. Das können wir noch ein bisschen schicker machen. Stellt euch vor, ihr wollt eurer Frau oder eurem Mann Schuhe kaufen. Und nehmen wir an, ihr wollt eurer Frau Schuhe kaufen und die hat eine ganz tolle Handtasche. Und da ist ein ganz tolles Muster drauf. Und jetzt wollt ihr das im Online-Shop bestellen und ihr könnt sagen, wie könnte es denn aussehen, wenn ich dieses Muster auf diesen Schuh mache und wenn wir die Disco-Variante von dem, was ich eben erzählt habe, darauf anwenden, dann wird mein Schuh mit diesem Ding ausgestattet. Ich habe ein Pferd und mir gefällt diese braune Farbe nicht. Also habe ich gesagt, ich habe einen Film von dem Pferd gedreht, dass ich das gerne mit Zebrastreifen hätte. Und dann habe ich diesem neuronalen Netzwerk gesagt, okay, nimm diese Zebrastreifen und tu sie auf mein Pferd. Und das seht ihr an der rechten Seite. Ist das cool? Was kann ich denn tolles machen, Freunde? Deep Learning, Deep Neural Networks, damit kann man sehr, sehr, sehr viel machen. Krankheiten diagnostizieren. Wenn ihr zum Arzt geht, wisst ihr, ist er schlecht drauf, vielleicht hat er nicht die richtige Erfahrung. Wenn wir das ausstatten mit Deep Neural Networks, dann haben wir eine bessere Chance, dass der Kollege die richtige Diagnose stellt. Aktienkurse, ihr wisst, was das bedeutet. Okay, funktioniert nicht wirklich gut, weil dann brauchen wir richtig viel Deep Neural Networks. Wir können alles in Bildern erkennen, okay, nicht alles, aber wirklich, richtig, richtig viel. Das heißt, wenn ihr zu Hause eine Kamera habt und wollt wissen, wenn ihr nicht da seid, was passiert da, dann Deep Neural Network und das wird euch informieren, was passiert. Automatische Dolmetscher habt ihr vielleicht schon gehört von Skype und darüber talken wir jetzt ja gerade, aber es wird dann auch irgendwie so sein, dass ich dann interaktiv, dass ich Englisch spreche und Skype wird dann in Deutsch antworten. Smalltalk in der Küche führen, ich weiß nicht, oh ja, die Zeit rennt. Ich stehe so viel mit meinen Kollegen in der Küche und wir reden wirklich nur Unsinn. Den ganzen Tag reden wir nur Unsinn. Aber es ist lustig.
Aber ich habe keine Zeit. Und was haben wir gemacht? Wir haben die ganzen Gespräche aufgenommen und haben unser Deep Neural Network da getrieben. Das Schöne ist, das Deep Neural Network redet genauso viel Müll wie wir. Aber Freunde, die Sätze sind grammatikalisch korrekt. Also, das kennt ihr vielleicht auch, Texte schreiben. Wenn ich einen Text schreibe und, naja, okay, das ist ja nicht ich, aber wenn so ein Schriftsteller einen Text schreiben und du tippst irgendwas ein, oder der Schriftsteller tippt irgendwas ein, dann wir feststellen mit so einem Deep Neural Network, ob er das geschrieben hat oder ob ich das geschrieben habe. Das ist der Hammer. Okay, das ist schon ein bisschen älter, das ist nicht so cool. Ich spiele gerne Computerspiele, aber ich habe leider keine Zeit. Also was habe ich gemacht? Ganz andere Computerspiele. Ich habe vor meinem Computer noch einen Computer gesetzt, mit einem Deep Neural Network, und habe eine Kamera drauf gesetzt und das Gerät hat gelernt, was es tun muss. Und ich habe ihm beide Controller in die Hand gegeben, weil das ein Roboter dahinter. Und er lernt selbstständig, weil er das Bild sieht vom Monitor und kann die Controller bedienen. Und er lernt, wie er es machen muss. Das ist really abgefahren. Ihr wisst selber, man kann sehr viele Sachen damit machen. Alles, was ihr hört, die. Was geht noch nicht? Bewusstsein geht nicht, wir wissen nicht, was es ist, wird noch ein bisschen dauern. Fragen sind vor beantworten, Fragen nicht sinnvoll beantworten können wir, aber Fragen sinnvoll beantworten, das geht noch nicht. Texte zusammenfassen, geht ein bisschen, aber ist nicht wirklich cool. Dialoge, schwierig. Okay, was ist Deep Learning? Deep Learning ist eigentlich nichts anderes als Neural Networks. Was ist besonders? Warum haben wir ein neues Buzzword für Deep Learning? Because vor ein paar Jahren brauchten wir einen Supercomputer, um ganz große Neural Networks in Echtzeit durchzurechnen. Dafür hatte natürlich